Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung Visite. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und möchte Ihnen sehr herzlich danken für all die wertvollen Zuschriften, aus denen ich heute wieder etwas herausgefiltert habe, um Ihnen etwas Ruhe auch zu geben und vor allen Dingen auch, um Ihnen zu sagen, was ist notwendig jetzt am Anfang, wo man mit einer Diagnose konfrontiert ist, die einem die Füße wegbrechen lässt. Und ich bin selbst eine Abonnentin der Natur und Heilen. Nun will ich jetzt für diese Zeitschrift überhaupt nicht Sie empfinden lassen, dass ich dafür werbe, aber das ist eine wirklich wunderschöne Zeitschrift, die mich weit über 20 Jahre begleitet und in einer sehr schönen Art und Weise immer wieder auch Themen der Medizin und der Naturheilkunde auch sehr schön darstellt. Und ich fand einen sehr interessanten Satz und den möchte ich mal diesem Fall voranstellen. Mein Weg. Wir sollten niemals versuchen, dem Weg eines anderen zu folgen, denn es ist sein Weg und nicht der unsrige. Hast du erst deinen Weg gefunden, dann brauchst du eigentlich gar nichts weiter zu tun, als die Hände in den Schoß zu legen und dich von der Flutwelle zur Befreiung tragen lassen. Hast du ihn also gefunden, entferne dich niemals von ihm. Dein Weg ist immer der beste für dich, aber er ist nicht unbedingt der beste für einen anderen. Ich habe Ihnen diesen Satz jetzt mal vorgelesen, weil ich eine E-Mail bekommen habe von einer Tochter, die mit unglaublicher Sorge und glaube auch ziemlich kopflos wahrgenommen hat, dass die Mutti an einer Brustkrebserkrankung erkrankt ist. Das muss also ziemlich unvoreingenommen geschehen sein. Und währenddessen, dass natürlich sie auch eine Zweitmeinung bittet, bitte ich um Verständnis, dass natürlich zwischen dieser Anfrage und jetzt etwas Zeit vergangen ist, aber vielleicht hat sie doch noch ihre Aktualität. Krebs ist gar kein Notfall. Niemals. Krebs ist eine Situation und ich suche schon seit vielen Jahren nach einem anderen Wort, das uns heute immer noch so stark belastet wie vor ewigen Zeiten, dass wir suchen krampfhaft nach Lösungen, nach Impfungen, nach irgendwelchen Medikamenten, die noch besser wären, anstatt wirklich Sorge zu tragen medizinisch, dass wir ihn verhindern. Darin würde eine riesengroße Aufgabe für die Medizin der nächsten Jahre bedeuten, als dass wir die noch besseren Medikamente gegen Krebs entwickeln. Denn es ist eine Erkrankung, die eigentlich einen langen Prozess bereits schon hinter sich hat. Und sie ist eine Erkrankung, die zu finden ist auch in dem eigenen Leben. Und sie ist eine Erkrankung, gerade der Brustkrebs der Frau, der sehr konfliktbelastete Themen in der Vergangenheit hat haben müssen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man all diese Dinge am Anfang versucht wahrzunehmen und auch zu erkennen. Wenn man jetzt haltlos mit dem Thema der Angst und Sorge und mit der Schwere der Diagnose aber auch alles blind abarbeitet, und das tun wir seit 70 Jahren, OP, Chemotherapie und oder Bestrahlung, je nachdem, dann ist die Angst davor eigentlich immer noch wie nach wie vor. Und ich glaube, wir sollten auch medizinisch die Menschen jetzt tragen und wir sollten sie aufklären und wir sollten uns jetzt Zeit nehmen, um ganz genau hinzuschauen, was ist denn hier eigentlich geschehen. Es kommt zu einer Zellentartung, es kommt zu einer
neuen Zellformationen. Das heißt, wir wissen heute, dass eine Tumorzelle einen ganz anderen Stoffwechsel hat als eine gesunde Zelle, der sich auch anders nährt. Das hat Warburg bereits 1938 uns mitgeteilt. Die Tumorzelle verstoffwechselt 20 Mal mehr Zucker. Das ist doch wichtig, dass Sie das wissen und nicht unbewusst gerade jetzt unwissend leben und Kohlenhydrate, Zucker substituieren ohne Ende. Damit meine ich auch die Kohlenhydrate wie Reis und Kartoffeln und ausreichend und viel Obst und Süßes. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite bedarf es jetzt auch mal des Hinschauens, wie ist denn meine Immunitätslage? Bin ich vielleicht schon über viele Jahre viral belastet und weiß es gar nicht? Bin ich toxisch belastet und weiß es gar nicht? Wie ist meine parasitäre Situation? Auch wir wissen heute, Parasiten und die Entwicklung zur Tumorerkrankung ist ein sehr großes Thema. Das sollte man doch bitte alles wissen. Und was ganz wichtig ist, wenn eine Operation notwendig ist, und die ist es garantiert, weil es geht um Tumorentlastung, dann ist die große Arbeit danach gefordert, mich anzuschauen als Mensch. Es ist mein Tumor. Es ist in meinem Körper möglich gewesen. Es gibt Hunderttausende von Schutzmechanismen in unserem Körper, die dafür Sorge tragen, dass eine Zelle, die in einen sogenannten mutativen Zustand, wollte ich gerade sagen, aber die in einen anderen Stoffwechselweg übergehen muss, dass oft sich ein normalen Zelltod sich einschaltet, der die Zelle und den Körper auch schützt vor dem Weiterleben dieser Zelle. Welche Mechanismen funktionieren denn nicht, dass der Körper dieses Schutzprogramm einleiten kann? Eines der wesentlichsten Kontrolleure ist das Vitamin D. Das Vitamin D aktiviert die natürlichen Kellerzellen und die haben die Aufgabe, für solche Schutzprogramme sofort das Signal zu geben. Eine Tumorerkrankung wird heute sehr schnell dann in ein Fahrwasser getan, womit man natürlich auch mit der Sorge des Patienten, und das will ich niemandem absprechen, aber man ist so haltlos und so bodenlos, dass man natürlich meint, wenn ich jetzt ich muss radikal gegen diesen Tumor vorgehen. Ich muss noch im Vorfeld Chemotherapie bekommen, falls noch irgendwo eine Tumorzelle in meinem Körper ist. Ich muss auf jeden Fall, wenn die Brust nicht abgenommen ist, nur der Tumor, eine Bestrahlung machen. Das sind alles Dinge, die können schon so sein und die will ich auch nicht in Frage stellen. Aber ich möchte, und das ist das, was ich Ihnen am Anfang durch diesen Text sagen wollte, es ist wichtig, dass Sie jetzt wissen, was Sie möchten. Und Ärzte dürfen Ihnen empfehlen, aber aus dem tiefsten Herzen müssen Sie Ihren eigenen Weg finden. Und wenn eine, sag ich mal, Sie vollziehen manchmal den Begriff eines sehr aggressiven oder weniger aggressiven Tumors. Ein Tumorleiden hat immer die geringere Chance, wenn der Körper in seine Stärke zurückfinden kann. Denn Ihr Körper hat Ihnen schon mehr als 30 oder 40 oder vielleicht auch 50 Jahre gezeigt, dass er mit jeglicher Art von sich entwickelnden Tumorzellen wunderbar umgehen konnte. Aber es muss etwas geschehen sein, dass Ihre Immunität, dass diese Abwehr schwach geworden ist. Und das ist sehr wichtig, dass Sie jetzt sich auch selbst diesen Fragen stellen, dass Sie jetzt auch selbst Ihr Leben in die Hand nehmen, dass Sie erstmal Waffen aus der Hand legen, die Ihnen jetzt eine Therapie aufbürden, die auf Vernichtung aus ist. Eine Operation ist nicht Vernichtung, eine Operation ist Entlastung, aber eine Bestrahlung ist eine Bestrahlung des Blutes.
Eine Chemotherapie ist ein Angriff gegen den Körper und nicht gegen Tumorzellen. Und es macht keinen Sinn, sich über die Aktivität und über die Situation des Immunsystems eine Aussage zu machen nach einer Chemotherapie. Jeder Onkologe weiß, mit welchem Risiko eine Chemotherapie behaftet ist. Und es ist eine völlig andere Situation, wenn ein Tumorgeschehen weit, weit, weit fortgeschritten ist und vielleicht um einen Lebenserhalt eventuell einer Chemotherapie zuzustimmen. Aber es ist nicht zu rechtfertigen, eine Chemotherapie in irgendeiner Form. Und ich lese das manchmal auf Berichten, wenn das Sicherheitsbedürfnis der Patientin hoch ist, können wir noch postoperativ oder die Leitlinien sagen, hier sollte eine Chemotherapie, wenn es gar keinen Anlass gibt und das PET-Scan zeigt, es ist alles soweit frei und in Ordnung, wir sind rechtzeitig, wir operieren den Tumor. Dann ist es eine wunderbare und gute Ausgangssituation. Jetzt aber das Gesundheitskonzept für den Körper breitbasig aufzustellen. Und es muss alles beinhalten. Es muss beinhalten, einen inneren Frieden wieder zu bekommen. Denn eine Nebenniereninsuffizienz, das heißt, wenn die Nebennieren durch Stress und durch Belastung des Lebens schwach geworden sind, Adrenalinmangel entsteht, kann ein Tumorgeschehen sich triggern. Deshalb ist es ganz wichtig wahrzunehmen, was hat mir denn die Lebenskraft eigentlich genommen in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren? Was ist geschehen? Mit welcher Trauer lebe ich seitdem? Mit welchen Ängsten lebe ich seitdem? Das ist jetzt ganz doll wichtig, weil jetzt muss ich in mich hineinkehren und entscheiden. Ich entscheide mich für Leben und dann muss ich auch das Vergangene für mich annehmen, aber ich darf es nicht mehr für die nächsten 20 Jahre thematisieren. Ich muss es aufarbeiten, ich muss es versuchen loszulassen und ich muss vor allen Dingen auch Rituale empfinden, mit mir langsam auch in einen neuen Frieden zu kommen. Was ganz unproduktiv ist, ist jetzt angstbesetzt zu sein, weil man vielleicht die und die und die und all die anderen schweren Verläufe um die weiß und weil man vielleicht Angst hat vor der Zukunft. Aber das ist an diesem Punkt allein mit dieser Diagnose in keinster Weise entschieden. Und ich bitte Sie da auch, in Ihre Ruhe zurückzufinden. Und sich jetzt natürlich auch Partner zu suchen, die Sie anschauen. Ich finde, die Diagnose ist unwichtig. Für mich hat immer der Name des Patienten ist die Diagnose. Und man muss jetzt den Körper anschauen. Man muss sein körperliches und seelisches Gleichgewicht erkennen oder Ungleichgewicht. Und man muss das Leben anschauen. Man darf sich das nicht leisten, jetzt 8 Stunden am Handy zu sitzen. Das sind Brandbeschleuniger, die wesentlich auf die Immunleistung eingehen. Wir haben in der Klinik Versuche gemacht, und zwar das Blut abgenommen, unter Mikroskop angeschaut, eine Dunkelfeldmikroskopie und parallel das Blut nach Berlin geschickt, um zu sehen, wie geht es den weißen Blutkörperchen. Danach haben wir das Blut 1 Stunde WLAN bestrahlt, speziell in einem Raum. Ich war wirklich tief erschrocken, dass nach dieser WLAN-Bestrahlung sowohl das Blut unter Mikroskop eine absolute Leukozytenstarre zeigte. Wissen Sie, was das heißt? Dass meine weißen Blutkörperchen ihre Aktivität verloren haben, ist in der Auseinandersetzung mit Viren, mit Bakterien, mit dem Leben. Und das Blut, das nach Berlin dann gegangen ist, hat uns das bestätigt. Zertifikant, eine eindeutige Aussage, dass die weißen Blutkörperchen unter einen so starken oxidativen Stress geraten,
dass sie ihre Fähigkeit der Phagozytose, so nennt man das, verlieren. Das ist alles nicht unmittelbar sichtbar, aber das ist das, was den Körper vielleicht auch über Jahre belastet. Die große Funkantenne, die jetzt vielleicht in unmittelbarer Nähe bei Ihnen aufgestellt wurde und Sie genau im Hochhaus und was auch immer da leben, eine unsichtbare Gefahr. Befreien Sie sich von all diesen Dingen so gut wie Sie können und holen Sie jemand auch in Ihre Wohnung, der das vielleicht gerade für Sie mal messen kann. Es gibt richtig sogenannte Tumorschlafplätze, die eine ungünstige Konstellation haben, weil Stromleitungen nicht richtig geschlossen sind und weil sie genau in diesem Feld liegen, was eine gesunde Regulation ihres Körpers nicht mehr zulässt und sie auf einer ganz anderen Ebene schwächt. Sagen Sie Ihrer Mutti, dass sie jetzt in dieser Situation, und jetzt ist ja schon wieder ein wenig, aber nicht viel Zeit vergangen, dass immer wieder eine Wiese da draußen grün wird. Und die wird ziemlich hingerichtet manchmal, da kann man kein Zipfelchen mehr sehen, wenn Herbst und Winter ist. Aber so ist es auch in uns Menschen. Das Leben, das tendiert 24 Stunden immer nur in eine Richtung. Und das heißt, gesund zu werden, Balance zu halten, Kraft wiederzufinden. Bitte nehmen Sie sich jetzt Zeit und schauen Sie nach Menschen, die Sie genau so verstehen und begleiten. Das Begleiten meine ich für alles, was Sie sich entscheiden. Das wird Ihr guter Weg werden. Es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken. Nehmen Sie jetzt ins Boot Menschen, denen Sie vertrauen, aber fühlen Sie auch, welchen Weg möchten Sie gehen? Und dieser Weg, der muss durch Menschen begleitet werden, denen es nicht darum geht, ein Mammakarzinom zu behandeln. Nach den Leitlinien, nach der Klassifikation muss das so erfolgen, sondern Sie sind Sie. Und Sie werden in alle Entscheidungen mit integriert, was für Sie wichtig ist. Und bitte holen sich dann auch Fachkollegen mit ins Boot, die heute auch aus ganz viel Erfahrung wissen, dass es manchmal vielleicht schwieriger ist, aber ehrlicher ist, neue Wege für sich zu gehen, Entscheidungen zu treffen, die man nie hat treffen wollen und können, um dann letztendlich den Körper in die Gesundheit zurückzuführen und nicht nur im Moment brusttumorfrei zu sein, sondern im Rahmen dieser Erkrankung doch sein Leben auf andere, gesundere, stärkere Füße zu stellen, die auch in 10 oder 20 Jahren sagen, ich hatte mal, aber das hat mein Leben sehr verändert und ich bin heute dankbar, dass ich auf diese Zeit zurückblicke und ich wünsche Ihnen die Kraft dazu und Sie wären nicht die Einzige, die diese Wege mit diesem Wachstum auch hat, trotz schwieriger Zeiten sehr positiv durchlebt hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend und freue mich auf nächste Woche Sonntag. Dankeschön.